Sei sagen, Monster klopfen nicht. Sei treten Türen ein, sehen Menschen heraus und verschwinden in der Nacht. Doch in einem regengetränkten Abend erschien kein Monster im Hells-Angels-Clubhaus. Stattdessen kam jemand Whitehouse Gefährlicheres. Ein verängstigter kleiner Junge, der nichts mehr zu verlieren hat. Und weil wird, die Einkette US Gewalt, Loyalität und Erlösung auslosen sollten, die niemand in diesen Wunden hat vorhersagen können. Sternchen, Sternchen. Der Sturm war hart und schnell über das Hinterland von Oregon hereingebrochen. Donner krachte so nah, dass die Stahlverkleidung des Hells-Angels-Clubhauses am Sitten bracht. Regen peitschte auf den Schotterparkplatz, bis außer, als würde der Boden selbst kochen. Und drinnen waren die Männer laut, entspannt, berauscht von Motorenwurm und alten Geschichten, Lederwesterne verhandelnd, Zigarren glühend, lachen, das von Jazz enthieltem, rauchend, verschüttetem Whisky getränkten Bietenwanden wiederholt. Die Art von Ort, wo Angst gellend hat, sich nicht zu sagen. Bis das Klopfen kam. Drei klein, Saugenschlag gegen verstärkten Stahl, die den Lahm wie ein Messer durchschnitten und auf einen Schlag stimsam Schweigen brachten, denn niemand klopfte nach Einbruch der Dunkelheit und dies TUA. Nicht die Strafverfolgungsbehörden, nicht rivalisieren Clubs, nicht einheimisch, nicht irgendjemand, der Verstand, was dahinter lebte. Und Stiefelschatten, als Männer instinktiv aufstanden, han zu Waffen wandten, Organ sich verharteten, als der Clubpräsident, Cal Graves Dalton, langsam sein Kinn habend ein einziges Nicken gab, das Universal Signalsam öffnen. Und als die TUA weit aufschwang, entfällt sei etwas, worauf keiner von ihnen vorbereitet war. Ein kleiner Jung, nicht älter als 7 Jahre, stand allein im Regen, barfuß auf freierendem Kies, Kleider durchnass und zerrissen, sein Kapuzenpullover hing von einer Schulter herunter, als hat ihn jemand gepackt und verfehlt, sein Lippen aufgeplatzt, ein Auge bereits blau und geschwollen, Wasser tropfte in gleichmäßigen Rinnsalen von seinen Haaren, sein Brust sagte im Atemzugen. Die zu kontrollieren versagte und nicht schaffte. Und für einen Moment bewegt sich niemand, denn der Anblick geholt nicht higher. Gab keinen Sinn in einer Welt US bestickten Western und harten Regeln. Dann sprach der Jung, sein Stimm kam lauter als der Stimm, brechend, als word weitan zu sagen, sei haben meine geschlagen. Und der Satz landet schwer, schwerer als Schuss, schwerer als Drohungen, schwerer als rivalisieren Beleidigung. Denn bat nicht Hilf, beschuldigt die Welt des Versagens. Und Graves spürte, wie indirekt in die Rippen traf. Eine Erinnerung, die sich aus der Vergangenheit herausboxt. Der Jerk von Regen und blattend eine Frau, die hinter einer TUA weinte, die nie verschlossen blieb. Und für ein langes Sekund existiert das Clubhaus in 2 Seiten gleichzeitig, die Gegenwart einfroren und die Vergangenheit krullte sich in die Erinnerung, bis Graves vortrat und sich hinkniet, sein massiver Körper senkte sich, bis sein Augen auf Augenhöhe im Jungen waren, sein Stimm kam leise heraus als jeder der Männer sei gehört hat. Wie heißt du, Kleiner? Und der Jung schluckt, blinzelt den Regen aus seinen Wimpern. Lucas. Lucas Reed, sagte und wischte sich im Handrücken die Nase ab, wie jemand, der gellend hat, nicht zu weinen. Und Graves nickte langsam, betrachtet die sittenden Hand. Die Art, wie die Schultern des Jungen nicht nur vor Kälte, sondern vor Erwartung eingesogen waren. Erwartung, abgewiesen zu werden. Und hinter ihnen bewegten sich die Männer, unwohl. Einige dachten bereits, dass sie Arge, denn sei nicht brochten. Das Policy und Sozialämter aus einem Grund existierten. Dass keine Collateralschäden in einer solchen Welt wären. Aber Graves hat sei kaum, denn Lucas hatten im Vorbei-Ins Clubhaus geblickt und die Schatten abgetastet, als würde Bedrohungen abschätzen. Und das allein variiert Graves mehr als wird Gemmels konnten, sagt ihm, das war kein einmalig Schlimmnacht, sondern ein Muster. Und als Graves sanft fragte, wo sein Mutter sei, sogar Lucas, die Augen sehr dunkeln Schnellstraß hinter ihm wandernd. Sei haben sei mitgenommen, flüsterte,
sagten, sei hat etwas gesehen, sagten, wenn ich es jemandem erzähl, kommen sei zurück. Und die Wort betätigten einen Schultering Graves, dass sie Jahrzehnten nicht berührt worden war. Etwas Alten Gefährliches und weil Beskotzens, denn erinnert sich daran, 8 Jahre alt zu sein, in einem Termen zu stehen mit Blutegassen, die unter Armeln verborgen wären, und im Gesagt zu werden, still zu sein, wenn wollte, dass die Dinge aufhorten, schlimmer zu werden. Und erinnert sich, dass niemand kam, kein Klopfen, kein Rettung, ne die sieht, die in zu die Menschlichen, der geworden war. Und als der Regen hinter Lukas weiter strömt, die schwelltränkend, stand Graves auf und streifte Wansogen sein eigen Jacobi, halte sei die kleinen Schultern des Jungen, während gemurmelt durch den Raum rollte. Manche verwirrt, manche genervt, manche unruhig, denn so funktioniert das nicht. Nicht hier, nicht für sei. Und als Graves befahl, die Tür zu schließen und jemanden bat, einen heißlufteren Trockenkleidung zu holen, bin die dann seine Stimme jeden Streit, bewer beginnen konnte, denn das war kein Bitte. Es war Gesetz. Und als Lukas nach ihnen geführt wird, blinzelnd in der warmen DM liegt, machte ein Hollow etwas, das es so lange nicht getan hat. Es schafft Platz für Unschuld. Und während die Männer aus der Entfernung zusahen und vorgaben, nicht zu starren, untersuchte der Clubsanitäter Leser den Jungen und fand Blutiges, die nicht frisch wären, spüren, die ein langier, hässlicher Gesichter sauten. Graves stand nahe der Tür zu seinem Büro und starrte es nichts, hört Lukas Wort immer wieder. Sei haben meine geschlagen und verstand erschreckende Klarheit, dass dies Nacht nicht einem Telefonanruf oder eine Übergabe oder einem reinen Gewissen enden wird, denn manche Klopfzeichen beten nicht Erlaubnis. Sei verlangten eine Berechnung, und als der Donner wieder rollte und das Clubhaus in ein unruhig Still sank. Ein Wahrheit wird unausweichlich. Wer auch immer dies Frau verletzende Kind in den Sturm gejarrt hat gerade den schlimmsten Fälle seines Lebens gemacht, denn die ein Hollow Tür hat sich geöffnet und sei wird sich nicht still wieder schließen. Was Lukas nicht wusste, was keiner der Männer im ein Hollow Clubhaus noch vollständig begreifen konnte, war, dass in dem Moment, als die Tür sich hinter ihm schloss, es so etwas wie Heereshalten nicht mehr gab. Sternchen, Sternchen. Der Regen hammert weiter auf das Dach, als würde versuchen, das Gebäude in Klang zu ertränken. Aber drinnen war als auf eine Art still geworden, die sich falsch anfühlt. Das lag hinweg, die Musik aus, die Luft war etwas gewichtigerem als Rauch. Und Lukas saß steif auf der Kante eines rissigen Ledersofas, eingeholt in Graves Jack, die auf ihm wie ein Rüstung hing, die von einem Riesen geborgt worden war. Sein Fass baumelten ermutigend über dem Boden, während der Clubsanitäter Hank Sorbons Keller langsamen, sorgfältigen Händen arbeitet, Antiseptikum auf ein aufgeplatzt Lip tapfte, Rippen sanft überprüft, Armel Hotschhob, Blutiges in Heilungsstadien zu entfällen, die seinen Kiefer sich verharten ließen, den Anfall hinterließen kein fingerformigen Abdruck. Und Lukas sagte einmal zusammen, als ein entfernter Donnerschlag die Fenster erschüttert, zog instinktiv die Arm zurück. Ein kleine Bewegung, die jedem zuhörenden Menschen aussagt, aus welcher Art von Weltdiözese kein stammte. Und als Sorbon sich schließlich aufrichtet und Graves Augen traf, musste nicht viel sagen, nur ein leises, das ist nicht new, flach und finster geliefert, und Graves nickte, die Muskeln in seinem Nacken hervertreten, als würde etwas Wilds an seinem Platz halten. Denn die Gesicht des Jungen, stockenden zwischen Schlucken Wasser zusammengesetzt, füllte bereits die Lücken. Sein Mutter, Mara, arbeitet spatschigten in einem Diner am Highway 12. Ein Ort, wo Trucker anhielten, weil niemand Fragen stellte. Die falschen Männer kamen nach der Schließung hierin. Stimmen erhoben. Einer von ihnen lacht, während ein anderer sich zu nah beugt. Das Geräusch von etwas, das in der Hintergasse brach. Und dann die Besuchsdanig, die Drohungen, die Art, wie sei sagten, sei so besser würde sein, was sei gesehen hat, wenn sei wollte, dass kind weiteratmet.
und Lucas dem Bratsch, als zu gab, sich in nackt, als sie rückkämen, im Badzimmer versteckt zu haben und zu hort, wie sein Mutter schrie, waren sein Hand über sein Ohren pressten sich schwor zu rennen, wenn die Chance bekam. Und als es endlich tat, barfuß und sittend, rannte nicht zur Polizeistation, nicht zu Nachbarn, die bereits gellend hatten, sich ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, sondern zu dem einzigen Ort am Highway, auf den sein Mutter Gemmels mit so etwas wie sogendem Respekt hingewiesen hat, sagend, dies Männer erschrecken nicht leicht. Und die Wahrheit dieser wohl senkte sich schwer über den Raum. Denn keine wollten kein Biker Clubhause, wenn der Rest der Welt nicht schon im Stich gelassen hat. Und als der jüngeren Mitglieder murmelt, dass Hitze, die nicht brauchten. Das Policy über herfallen wird, wenn das anfassten. Und ein anderes sagt, sollten es melden und die Hand in Anschuld wischen. Und für einen Moment sah es als würde der Raum entlang einer alten Brutschlinie splitten. Überleben gegen gewissen. Aber Graves bindet es mit einem Blick. Nicht laut, nicht dramatisch, nur kalt und endgültig. Und fragte Lucas, wohin sein Mutter gebracht worden war. Und der Junge sagte mit sittende Gewissheit auf die Dunkelstraßenabschnitt hinter dem Clubhaus und beschrieb ein verlassen Sagewerk mit einem roten Silo, der sich lehnte, als wäre es müde zu stehen. Und dieses Detail landet mit gewickt, denn jeder dort kannte den Ort, wusste, dass Niemandsland war. Bekannt für Dinge, die nicht in Polizeiprotokoll kämen. Und als Graves sich abwand, sah er sein Spiegelbild im Bürofenster. Alte als sich erinnert, naben kartierten sein Gesicht wie ein mit-Blatt besaltes Schuldenbuch. Und dachten die Nacht, in der niemand für ihn gekommen war. Die Nacht, in der gellend hat, das Schweigen sicherer war als Hoffnung. Und etwas in ihm verhartet sich zu Entschlossenheit. Nicht anbesonnen, nicht laut, aber absolut. Und sagt den Mannen, die Türen zu verriegeln, die Außenlichter zu loschen, Bikes zu tanken, leise, nicht dronend, kontrolliert. Und das Clubhaus bewegt sich wie ein Körper. Stühle wurden beiseite geschoben, Motoren geprüft, Funkgerät geklippt. Das entspannte Chaos von Outlaws schnappt in disziplinierte Effizienz. Denn was auch immer sonst wären Gott darin. Und Lucas beobachtet als mit großen Augen, Angst miskte sich mit etwas Neuem, etwas wie Ungläubigkeit, als Graves wieder vor ihm nicht und leise und stetig sprach, ihm sagt, aber hier sicher, dass niemand wann Erlaubnis durch dies TUR kommen wird. Und Lucas nickte, obwohl sein Hand noch zitterte. Und als Graves aufstand, bitte nicht freiwillig. Hielt kein Reden über Bruderschaft oder Ehre. Sagt ihm fast, haben ein Mutter Gentleman. Haben ein Kind gehört. Das macht es so unserem. Und niemand widersprach, denn manche Grenzen, einmal überschritten, lochten all anderen AUS und als die ersten Bikes in den Sturm rollten, Motoren gedampft, Scheinwerfer dunkel, bis die Baumgrenze reakten, ritt ein Hollow nicht für Territorium oder Geld oder Raff. Ritten, weil ein Junge klopft hat, als niemand sonst antwortet. Und irgendwo in der Fern, unter einem flackenden Sicherheitslicht in einem verlassenen Hof, wären Männer, die glaubten, Angst einwarf, kurz darüber zu lernen, was passiert, wenn gegen die Forschfamilie einsetzten. Als der Regen sich in Nebel auflosten, der Horizont zu erblassen begann, war die Erbrechung bereits im Gang, und es gab kein Zurückrufen mehr. Sternchen, Sternchen. Die ein Hollowbikes geisterten mit ausgeschalteten Lichten durch die Baum, Motoren gedrosselten leise, Reifen pflastern über nassen Schmutz, als das verlassen Sagewerk im Nebel auftaucht, genau so wie Lucas es beschrieben hat. Der Rotsilo lehnte sich wie ein Matterwachter, Kettengliedersohren sackelten, ein einzelnes Flutlicht samte und flackert nahe einer Lagerhorste, und Graves studiert den Ort mit einer still, die lange Erfahrung kam. Schatten sahend, die still lesend, den Unterschied zwischen Leer und Worten kennend, waren die Männer sich ein Wort aufstellten, Muskelgedächtnis für die in Positionen, die jeden Ausgang schlossen.
Und im Innern des Lagerhauses schnitten Lache durch die Nacht, sorglos und laut, die Art, die von Mannen kommt, die Globen, die Welt heb sich bereits entschieden, es sei nicht aufzuhalten. Und als Graves das Signal gab, war es nicht laut oder dramatisch. Es war ein einzig gehobene Hand, die fiel und die Tur öffnet sich hart. Stiefel trafen bieten. Stimmen stiegen in Verwirrung auf, und der Moment brach in scharf, kontrolliert gewollt auseinander. Nicht wild, nicht schlampig, aber entschlossen, denn ein Hollow muss nichts beweisen. Es bräuchten Antworten. Und innerhalb von Minuten war das Lachen weg, setzt durch Stonen und Betteln und das metallisch Rasseln eines Stuhls, der über den Boden rutschte. Und Graves bewegt sich durch als MIT einem finsteren Fokus, und Gesichten vorbei, da sich nicht zu merken gedacht, BISA so. Mara Reed, an einen Tragbalken gefesselt, Haare blutgetränkt, Augen geschwollen, aber brennend MIT einer Watt, die sich weigert zu erloschen. Und als so im aufblickt, sackt die zusammen und erwartet einen weiteren Schlag, eine weitere Forderung, ein weiterer Drohung. Und Graves hob die Handflächen Fan, stimmstetig. Den Jung ist sicher, sagt und die Wort brachen durch ihr Angst Brechens Glas, Atem stockend, als wird es nicht wagen zu glauben. Und als die Fesseln durchtrennend fast zusammenbrach, fing one aufhebens auf, als wär es die natürlichste Sache der Welt. Und irgendwo draußen schrie ein Mann, und ein anderer flügte, und dann wurde es still, und es war vorbei. Nicht MIT einem abschließenden Schuss oder einem kinematischen Snorkel, sondern MIT der einfachen, unwiderruflichen Tatsache, dass die falschen Lut das Vorschopfe gewollt hatten, und der Hof wird wieder still. Nibbel rollte sie zurück, das durcheinander zu beschlucken. Und es ließen es so. Kein Unterschriften, kein Reden, nur ein Botschaft, geschrieben in der Art von Angst, die Männer drinnen niemals vergessen würden. Und als die Bikes wegrollten, ritt Mara zwischen zwei von ihnen, in ein Ersatzjack gehüllt, hand sittend, aber lebendig, immer wieder dieselbe Frage stellend wie ein Gebet. Lucas, wo ist Lucas? BIS Graves jedsmal antwortet. Wartet. Und als am Clubhaus zurückkehrten, öffneten sich die Türen nicht MIT Misstrauen, sondern MIT Dringlichkeit. Und Lucas stand bereits auf den Beinen, rannte so schnell sein kleinen Bein in tragen konnten, stürzte in sein Mutter MIT einem Geräusch, das halb schluchzen, halb lachen war, und klammert sich an als hatte Angst, konnte sich auflösen, wenn losließ. Und der Raum schaut plötzlich weg, beschäftigt MIT nichts Bestimmtem, denn manche Momente gehorten keinen Zügen. Und später, als die Sonne wohl aufgegangen und der Sturm weitergesehen war. Als die Polizei MIT gerecht Abstand gerufen worden war, die Fragen einfach und die Jeskich sauber zu halten, saß Mara am verkratzten Holztisch, nippte an einer Tasse Kaffee, die nicht trank, Lucas schlafend in ihrer Seat, und so Graves MIT Organen, die müde, aber klar waren, dankte ihm MIT eine Stimme, die mehr gewickt trug als Dankbarkeit. Und Graves schüttelte einmal den Kopf und sagte die Wahrheit, die auf die Tor gelend hat. Das hilft manchmal nicht so gekleidet kam, wie man es erwartet. Das manchmal laut ritt und raulepte und ihr Versprechen trotzdem hielt. Und als fragte, was ihnen schuld, schaute auf Lucas hinunter, der ruhig und gleichmäßig atmet, endlich sicher genügsam schlafen und sagt, nichts. Denn solche Schulden werden nicht zurückgezahlt. Würden,